Hallo und herzlich willkommen auf der EcoCrowd-Seite. In diesem Video lernt ihr, wie ihr ein Projekt auf unserer Seite starten könnt. So einfach ist es auf EcoCrowd. Zunächst klickst du auf Starte dein Projekt. Nun bist du im Bereich der Projektverwaltung. Wir haben das Design angepasst und gestaltet, um dich in jeder Phase deines Projektes zu begleiten. Es gibt insgesamt 5 Phasen, die jedes Projekt durchlaufen muss. Die Phasen sind schön übersichtlich oben auf der Seite fixiert. So kannst du auf einen Blick sehen, was dich noch erwartet. Informationen. Auf dieser Seite findet ihr einige Informationen über die EcoCrowd, Crowdfunding und zu unseren Kosten. Entwurf. Hier ist die Werkstatt deines Projektes. Von Texten zu Fotos zu Videos könnt ihr in dieser Phase viele Bausteine bearbeiten. Prüfung. Dies ist der Bereich, in dem du gelangst, wenn dein Projekt zur Prüfung eingereicht wurde. In dieser Phase überprüft unser Team dein Projekt auf unsere AGBs. Bekommt dein Projekt grünes Licht, wirst du auch hier den Projekt-Starten-Knopf finden. Dazu kommen wir aber noch später. Crowdfunding. Ist dein Projekt erst einmal veröffentlicht, kannst du dir hier deine Fortschritte anschauen. Abgeschlossen. Ist die Finanzierungsphase beendet, wirst du hier die nächstnötigen Schritte sowie Tipps für deinen weiteren Weg finden. Soweit zum Ablauf. Legen wir erstmal ein Testprojekt an. Zurück zur Infophase. Im Folgenden zeigen wir dir vereinfacht, wie du ein Projekt starten kannst. Wenn du selbst dabei bist, kannst du dir natürlich mehr Zeit lassen. Wir haben auch viele nützliche Tipps mit eingearbeitet, die für dein Projekt hilfreich sein können. Teste deine Erfolgschancen auf EcoCrowd mit unserem Selbsttest. Wie viel weißt du bereits über Crowdfunding und die EcoCrowd? Klicke hier, um deine Ergebnisse auszuwerten. Und nun geht es auch schon los. Bewerte die Nachhaltigkeit deines Projektes anhand unserer Nachhaltigkeitskriterien. Lasse Kategorien, die deinem Projekt nicht entsprechen, leer. Diese werden später ausgegraut und bei deiner Seite als irrelevant markiert. Im nächsten Schritt kannst du deinen Projekttitel sowie deinen Namen oder den Namen deines Vereines angeben. Und weiter geht es. Dein Projekt ist jetzt angelegt und du bist in der Entwurfsphase. Im Folgenden werden dir unsere Tipps immer genau an der richtigen Stelle angezeigt oder du schaust sie dir gebündelt in unseren vorliegenden Handbüchern an. Auch die AGBs kannst du an dieser Stelle noch einmal nachlesen. Vergiss nicht, zwischendurch zu speichern. Alle 10 Minuten wird auch automatisch gespeichert. Und jetzt haben wir auch schon die erste Aufgabe an dich. Bevor du dein Projekt einreichen kannst, musst du und stelle dein Projekt vor, sowie vervollständige dein Projektinitiatorkonto 100% erreichen. Ist dieses erfüllt, wird der Button zum Einreichen deines Projektes verfügbar. Im Folgenden gelangst du zu den Projektstammdaten. Es gibt allerhand Funktionen, die du nutzen kannst. Hier kannst du Videos einfügen und Kategorien wählen. Beschreibe hier dein Projekt. Du kannst etwas über dich einfügen sowie sämtliche Tools benutzen, um deine Texte zu überarbeiten. In der Kurzansicht. Hier bearbeitest du die Anzeige, die dir später auf deiner Hauptseite erscheint. Wähle hierfür ein Bild und einige kurze Sätze, die dein Projekt gut beschreiben. Hier bestimmst du die Laufzeit. Ein neues Feature: Klicke auf Etappenziele. In diesem Bereich kannst du deine Zielsummenvorstellung überprüfen, sowie Etappen deines Gesamtzieles einfügen. Hast du zum Beispiel eine Finanzierungssumme von 2.000 €, ist hier der Bereich, um die Summe aufzuschlüsseln. In der ersten Etappe könntest du zum Beispiel Saatgut kaufen für 1.000 € eingeben. Bei der zweiten Etappe dann einpflanzen für ebenfalls 1.000 €. Erfahrungsgemäß sind kleinere Etappen von Vorteil, da sie schneller erreicht werden können und das wiederum motivierend für potenzielle Unterstützer ist. Auch ist es wichtig, dass einzelne Etappen korrekt benannt werden und unten kurz darauf eingegangen wird, warum jede einzelne Etappe von Wichtigkeit für das Projekt ist. Klicke auf Projektprovision. Hier kannst du frei entscheiden, ob du für den Erhalt von EcoCrowd etwas beitragen möchtest. Mit deinen angegebenen Prozentpunkten, wo die Höhe ganz dir überlassen wird, können wir uns weiter nachhaltig engagieren, wie zum Beispiel bei Schulpflanzaktionen. Klicke auf Helfer. Diesen Bereich kannst du nutzen, um Helfer, Helferinnen für dein Projekt zu gewinnen. Überlege, für welche Bereiche du in deiner Kampagne Hilfe brauchen könntest. Gib dazu ein Themengebiet an und lege fest, ob die Unterstützung einmalig oder mehrfach von Gebrauch sein wird. Tauschgüter. Du kannst beliebig viele Tauschgüter hinzufügen. Gut zu wissen ist, Tauschgüter können entweder einen materiellen, immateriellen oder einen ideellen Wert haben. Tauschgüter von ideellen Wert sind zum Beispiel selbstgebastelte Sachen. Bei immateriellen Sachen könntest du ein Coaching oder eine Beratung angeben. Nicht zu vergessen, überall geht der Marktwert. Willst du als Tauschgut zum Beispiel einen materiellen Wert wie einen Kalender anbieten, sollte der Tauschgutpreis ungefähr an den Marktpreiswert des Kalenders gebunden sein. Sprich, ein Kalender, der den Marktpreiswert von 40 € hat,
im Gegenzug aber für eine Unterstützersumme von 200 € angeboten wird, ist unpassend, weil es sich an einer Spendenform orientiert und nicht an dem Modell des Crowdfunding. Netzwerk. Um potenzielle Unterstützer zu erreichen, ist es wichtig, ein Netzwerk aufzustellen, um eine gewisse Reichweite zu erhalten. Hier kannst du die Anzahl deiner Fans eintragen und anschließend Links von deinen sozialen Kanälen dazufügen. Die Highlight-Option. Um dein Projekt wirksam auf EcoCrowd zu präsentieren, bieten wir dir optional an, dein Projekt als Highlight-Projekt zu kennzeichnen. Im nächsten Punkt kannst du dich auch unserer Hashtag-Kampagne anschließen. Als letztes kannst du noch eine Sprache bestimmen, in welche dein Projekt angelegt werden soll. Falls du dich für mehrere Sprachen entscheidest, können sich Besucher deiner Seite ihre bevorzugte Sprache auswählen. Übrigens, du kannst zwischendrin immer noch auf Vorschau klicken, um erste Eindrücke deiner gestalteten Seite zu erhalten und somit direkt abgleichen, was deine Unterstützer sehen werden. Ist das geschafft, musst du nur noch dein Benutzerkonto ergänzen. Hierfür brauchen wir ein paar Informationen von dir. Auch bestimmst du hier schon die Zahlungsweise, mit denen deine Unterstützer dir später Geld senden. Und das war's auch schon. Klickst du nun auf Projekt zur Prüfung einreichen, landet es auf unseren Tisch und du kannst es nicht mehr bearbeiten. Tauschgüter hinzufügen wird dir aber bis Ende deiner Projektlaufzeit möglich sein. Denke daran: Nach dem Einreichen kannst du Texte und Fotos nicht mehr verändern. Sollte dir ein größerer Fehler passieren, kannst du aber natürlich unser Team kontaktieren, die den Fehler zusammen mit dir beheben. Wurde deinem Projekt grünes Licht gegeben, kannst du selbst bestimmen, wann du den Projekt-Starten-Knopf drücken möchtest. Doch zunächst viel Spaß bei der Bearbeitung deiner Projektseite.